Zufällig haben wir ja heute den Kontrapunkt im Norden, Hannover. Man fragt sich beim Kirchentag, ist das noch wokes Phantasialand oder schon eine Sexmesse? Aber mit Glauben hat das nichts mehr zu tun. Liebe Frau Merkel, ich bleibe bei meinem Satz, ich will Handschellen klicken hören. Und ich sage Ihnen hier mal ganz öffentlich, ich persönlich habe 3 konkrete Optionen. Ich habe auch das Geld dafür, deswegen kann ich hier ohne Honorar sprechen. Aber ich bleibe. Warum? Um ihretwegen. Weil es Menschen gibt wie Sie, die sich engagieren, die nicht locker lassen. Und vor allem um der Jugend willen, um der Kinder wegen. Wenn mir einer einen Journalistenpreis anbietet, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht. Hey Leute, willkommen in der Realität. Was Peter Hane hier sagt, ist kein Vortrag. Es ist eine Abrechnung mit der politischen Heuchelei in diesem Land. Immer mehr Menschen machen den Mund auf. Und Peter Hane war einer der Ersten, der messerscharf Kritik an die da oben gerichtet hat. Ohne Angst, ohne Filter, aber mit Haltung und einer klaren Botschaft. So kann es nicht weitergehen. Wenn du Klartext willst und nicht das weichgespülte Zeug aus Funk und Fernsehen, dann bleib jetzt dran. Denn hier spricht einer, der sich nicht einschüchtern lässt. Auf geht's! Ja, ich bin gekommen, weil Sie, lieber Marc Friedrich, eine Marke sind. Authentisch, glaubwürdig, kompetent und dazu noch mit Glauben, mit Herz und mit Humor. MF, Marc Friedrich, steht für mehr Freiheit, massive Fakten, maximale Furore haben unsere Interviews ausgelöst mit Millionen Einschaltquoten und dabei immer mega Freude. Deshalb grüße ich Sie, liebe Freunde, als Freunde der Freiheit, als Freunde der Wahrheit, als Feinde der Lüge und als Feinde der Knechtschaft. Hier sitzt die wahre CDU, wie sie mal in dieser Umgebung gewesen ist. Der Club für deutliche Umgangssprache. Der Club der Unbekümmerten, die sich nicht unterkriegen lassen. Auch nicht von dem Schmierentheater, das gerade geboten wird, wo Herr Spahn und andere so tun, als sei die Brandmauer am Bröckeln und im Hintergrund ist das Verbot schon geplant und bewusst inszeniert. Ein riesiges Schmierentheater. Söder konnte gar nicht so schnell tweeten, wie Nancy den Verfassungsschutz in Stellung gebracht hat. Alles vorher abgesprochen. Liebe Freunde, Zufall. Zufall ist ein Pseudonym Gottes. 3 Tage haben wir noch, um zu erkennen, dass es schlimmer wird, wenn Ersatz Olaf mit Muttis ausdrücklichem Segen das Zerstörungswerk der Ampel fortsetzt. Liebe Freunde, was auf Lüge baut, hat keinen Segen. Lassen Sie sich das nach langer Lebenserfahrung von mir sagen. Was auf Lüge baut, hat keinen Segen. Deshalb schreibt Vera Lengsfeld in der Achse des Guten, Henrik Broder, wir kriegen eine neue Gurkentruppe. Es sei denn, es finden sich mindestens 12. Eine heilige Zahl. 12. Die Charakter zeigen. 12. Die sich noch dem C verbunden wissen und ihrem Gewissen und stimmen am Dienstag mit Nein. Merz und Söder haben nur in einem nicht gelogen. Sie wollen einen Politikwechsel. Und den kriegen wir. Nur in die entgegengesetzte Richtung. Ja, es geht voran.
in Deutschland. Bergab ist auch eine Richtung. Wohin wollen wir denn? Ich habe zur Unterstützung der baden-württembergischen Industrie mir gerade ein neues Auto gekauft. Ich schaue auf den guten Stern und das Auto begrüßt mich, wenn ich einsteige. Hallo, Peter Hane. Wenn ich 3 Tage, 4 Tage nicht gefahren bin, etwas vorwurfsvoller. Hallo, Peter Hane. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo, willst du telefonieren? Ist es warm genug? Willst du Radio hören? Es sagt mir alles. Nur was nützt das? Ich brauche Benzin in den Tank und ich muss ins Navi eingeben, wo es hingeht. Wohin soll ich dich bringen, sagt das Auto. Wissen wir, wohin wir wollen? Monika Gruber, die eigentlich geborene Nachfolgerin von Karl Valentin, dem größten Komiker Bayerns, sagt, er geht auf den Viktualienmarkt, Einkaufszone, und sagt zu den Passanten, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Und genau das ist die Frage heute. Wissen wir, wo wir hin wollen? Metzingen, Baden-Württemberg wusste das. Mit dem größten Liberalen und Freiheitsdenker der deutschen Geschichte, Theodor Heuss. Und er sagt, unsere Kultur, unsere Demokratie, unsere Freiheit ruht auf 3 Hügeln. Dem Areopag, also die Demokratie, Griechenland, Eleutheria, die Freiheit, das Kapitol in Rom, Res Publica, der Staat, sind wir, und Golgatha, auf der Botschaft von Jesus Christus. Darauf ruht unsere Kultur, sagt der größte Freiheitsdenker Baden-Württembergs, Theodor Heuss. Die CDU glaubt wahrscheinlich, dass Golgatha eine Zahnpasta-Marke ist. Liebe Freunde, wir sind hier in der Motorwelt, in diesem großartigen Industriemuseum. Aber hier ist etwas begonnen, eine Erfolgsgeschichte, die Deutschland vorweisen kann. Die Motorwelt. Besser geht's nicht, als hier an diesem Ort heute zu sein. Ohne Motor gibt's keine Bewegung. Dazu braucht es Antrieb, einzelne Motoren. Antreiber wie Marc Friedrich und wie all die großartigen Referenten, die hier auftreten und im Programm sind. Aber es braucht auch Leute wie Sie, die hellwach sind, die sich nicht einschüchtern lassen, die bei ihrer Meinung bleiben und andere überzeugen können und mitreißen. Was für eine tolle Geschichte hier in Metzingen. Gustav Werner, vor genau 200 Jahren ein frommer Pastor. 5 Kilometer entfernt, Dettingen an der Erms, da hat dieser Mann etwas gegründet, was heute noch existiert, nämlich die Wernerschen Anstalten. Sozialarbeit aus dem Geiste der Bibel. Er war davon beseelt, das Reich Gottes zu bauen. Und zwar nicht im Schlafwagen, Hände im Schoß, sondern ora et labora, betet und arbeitet. Sein Wort, sein Motto müsste unser Slogan sein, den wir mit nach Hause nehmen und nie vergessen. Was nicht zur Tat wird, hat auch keinen Wert. Reden können wir genug. Was nicht zur Tat wird, hat auch keinen Wert. Er gründete unter anderem die Industriearbeiterschule. Ging dann weltweit. Ein Modell vor 200 Jahren. Alles fromme Leute. Also nichts mit Trans und Divers, mit Regenbogen, kein wokes Lieferkettengesetz, nein. Zufällig haben wir ja heute den Kontrapunkt im Norden, Hannover.
Man fragt sich beim Kirchentag, ist das noch wokes Phantasialand oder schon eine Sexmesse? Aber mit Glauben hat das nichts mehr zu tun. Und liebe Freunde, es ist bezeichnend, dass das Forum ist, wo die Weltenkanzlerin es wagt, noch einmal zu sagen, ich bleibe bei meinem Satz, wir schaffen das, und sie erntet begeisterten Jubel von diesen Irren, die nicht wissen, was sie tun. Liebe Frau Merkel, ich bleibe bei meinem Satz, ich will Handschellen klicken hören. Diese Leute, die hier in Metzingen die Industrieschule gegründet haben, die vor 200 Jahren hier diese unglaubliche Erfolgsgeschichte begonnen haben, die haben sich einen zum Vorbild genommen, der gesagt hat, nur die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus. Nur die Wahrheit wird euch frei machen. In dieser Schule war ein gewisser Gottlieb Daimler. Er holte, als er älter war, den weisen jungen Wilhelm Maybach nach Cannstatt. Und dort begann eine einmalige Erfolgsgeschichte. Das war freies Unternehmertum. Die Weltmarke Made in Germany ist damals entstanden. Damals galt der Handschlag. Heute brauchen Sie 10 Steinhöfels für einen Vertrag. Und vielleicht ist es noch immer nicht genug. Der ehrbare Kaufmann, die liberale Wirtschaft, die dann von 2 Ludwigs geprägt wurden als soziale Marktwirtschaft. Der eine Ludwig Erhard, der andere Ludwig von Mises. Letzterer war zu besichtigen bei Thatcher und bei Reagan und jetzt in Argentinien seit einem Jahr mit Milei. Ein Jahr Milei mit dieser liberalen, freiheitlichen Wurzel. Und Argentinien ist wieder kreditwürdig und kriegt so viel Geld, wie es will vom IWF. Und Deutschland wird Woche für Woche weiter zurückgestuft. Die haben den Mann mit der Kettensäge. Wir kriegen, wenn es denn so kommt, ab Dienstag Abbruchunternehmer und Konkursverwalter. Nichts anderes. Es ist ein Gruselkabinett. Wir könnten, wenn wir Zeit hätten, einen Namen nach den anderen. Und auch die Hochgerühmten, der Herr vom Mediamarkt, ist doch überall gescheitert. Und das ist jetzt der Musk für Arme. Kein Wunder, dass ein Trump im Weißen Haus sitzt. Und heute Nacht haben sie alle getwittert. Vance, Trump, Rubio. Ein Anschlag auf die Demokratie. Die Abschaffung der größten Oppositionspartei. Ein Anschlag auf die Demokratie. Wir werden uns wundern. Und wenn Trump die Grenzen öffnet für deutsche Facharbeiter, dann erleben wir die größte Ausreisewelle aller Zeiten. Es sitzen viele auf gepackten Koffern. Sie wollen weg. Und ich sage Ihnen hier mal ganz öffentlich, ich persönlich habe 3 konkrete Optionen. Ich habe auch das Geld dafür, deswegen kann ich hier ohne Honorar sprechen. Aber ich bleibe. Warum? Um ihretwegen. Weil es Menschen gibt wie Sie, die sich engagieren, die nicht locker lassen. Und vor allem um der Jugend willen, um der Kinder wegen. Wenn mir einer einen Journalistenpreis anbietet, dann weiß ich, ich habe was falsch gemacht.
Wenn aber, wie im Supermarkt, Uhlandstraße, Berlin, plötzlich eine Schulklasse, die Popcorn und Cola und so weiter kauft, die gerade eine Klassenreise machen, abends 22 Uhr. Boah, ey, sind Sie der Peter Hane? Wie geil ist das denn? Sie haben doch gesagt, Gender ist was für Schwachsinnige. Sie haben gesagt, ich will Handschellen klicken hören. Das ist ja geil. Sie sind der Star in unserer Klasse, aber die Lehrer hassen Sie. Das größte Kompliment. Größer kann ein Kompliment gar nicht sein. Deswegen bleibe ich hier, für die junge Generation zu kämpfen bis zum letzten Atemzug. Das ging von hier aus, das Reich Gottes bauen. Das haben wir dann noch mal erlebt in Israel. Nach der Gründung des Staates im Mai 1948 aus der Wüste fruchtbares Land machen. Und Ben Gurion sagte, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wir müssen an Wunder glauben. Dass unsere Arbeit nicht vergeblich ist, nicht umsonst ist, dass sich der Kampf lohnt, das Wunder der Freiheit. Und wenn Sie das googeln, ich habe das damals dann erlebt mit ganz jungen Jahren. Dieses berühmte Bild Ben Gurion in der Negev-Wüste, wo er im Kibbutz wohnte mit seinem Enkel. Allein in der Wüste, der alte Mann mit seinem kleinen Enkel. Ein symbolisches Bild, das uns auffordern sollte und Mut machen sollte. Für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für unsere Patenkinder, für die Lehrlinge, für alle, die wir Verantwortung haben, die Schüler, zu kämpfen und sie nicht allein zu lassen. Und wer sich in der Bibel auskennt, Israels großer Prophet Jesaja, der schreibt vor 2700 Jahren, wehe denen, die Böses gut nennen und gut böse. Wehe denen, die aus Finsternis Licht machen und aus Licht Finsternis. Wehe denen, die sauer süß nennen und süß sauer. Vor 2700 Jahren, 2600 Jahre später kam ein Mann namens Orwell. Und der sagte das Gleiche. Und über den Bogen von fast 3000 Jahren macht ausgerechnet das ehemals christliche Deutschland, das Land der Reformation und Ratzingers, macht diese Worte wahr. Ich sage nochmal, was auf Lüge baut, hat keine Zukunft und hat keinen Segen. Liebe Freunde, das ist die Wahrheit. Und darum geht es auch auf diesem Kongress. Wenn Sie bei Wikipedia nachschauen, und der Witz ist, der Eintrag ist ja noch nicht geändert worden. Ich warte drauf, dass Söder und Dobrindt den natürlich schnellstens ändern. Denn da steht Wikipedia. Was ist Freiheit? Freiheit ist die Möglichkeit ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Optionen auszuwählen und zu entscheiden. Ohne Zwang zu wählen, was man will. Das ist Freiheit. Liebe Freunde, es geht weder die Kirche noch Herrn Wirth noch wer weiß wen an, wen ich wähle. Es geht niemanden an, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und es ist schon bezeichnend, dass der Export von Baden-Württemberg für die neue Bundesregierung die größte Corona-Ideologin und Hardlinerin ist, die jetzt Gesundheitsministerin wird. Und ich kann nur sagen, was für ein glückliches Land ist Amerika, das einen Kennedy hat. Wir haben das Gegenteil. Und liebe Freunde, nur mal schnell reingesagt,
als der Kennedy nominiert wurde, meldete am selben Pult, wo ich 15 Jahre lang die Nachrichten moderiert habe. Am selben Pult wurde offiziell moderiert, der umstrittene Trump hat wieder eine umstrittene Personalentscheidung getroffen, um den umstrittenen Kennedy zum Gesundheitsminister zu machen, dem jegliche Kompetenz und Ausbildung dazu fehlt. Natürlich haben wir Deutschen das Recht, das zu sagen. Wir hatten schließlich einen mehrfachen Nobelpreisträger als Gesundheitsminister. Ich dachte immer, der wäre Sparkassenangestellter. Wir hatten natürlich die größten Verteidigungsminister, die es jemals gab, von einer unfassbaren Kompetenz. Uschi, dann jetzt der Lover von der neuen Wirtschaftsministerin, so kommt das doch alles wieder zusammen, die Seilschaften halten zusammen. Hatten wir nicht die große Frau Lambrecht mit den Stöckelschuhen? Ja, wir können den Zeigefinger erheben. Und was bietet Trump, ohne ihn zu idealisieren? Kompetente Leute, Quereinsteiger, Leute, die nicht stromlinienförmig sind und diejenigen, die mit Kompetenz in den ersten 100 Tagen schon regieren. Wir jammern hier, aber die Neue Zürcher Zeitung schreibt heute nach 100 Tagen Trump. Woran sieht man den Erfolg? Sie pilgern alle zu ihm. Jetzt pilgert Herr Siemens, der doch diese durchgeknallte Neubauer in den Vorstand rufen wollte. Er pilgert zu Trump. Sie pilgern doch alle hin. Und wir merken gar nicht, wie Deutschland immer weiter ins Hintertreffen kommt. Es geht niemanden an, wen ich wähle. Und ich sage Ihnen, bei aller Beurteilung fragen Sie immer cui bono. Wen nützt das? Das ganze Verbots- und Verfassungsverfahren gegen die AfD nützt ausschließlich CDU und CSU. Ausschließlich. Die anderen haben überhaupt nichts davon. Nehmen Sie das mal mit und beurteilen Sie alles, was jetzt kommt, daran. Wir haben positive und negative Freiheit. Das eine ist die Freiheit von. Von was machen wir uns frei? Ich will mich frei machen von betreutem Leben. Betreutes Essen, betreutes Denken, betreutes Reden, betreutes Wählen. Ich will das nicht. Und deswegen fliege ich am liebsten mit Swiss. Wenn Sie in der Luft sind mit Swiss Air und Sie kriegen die Wasserflaschen verteilt, wissen Sie, jetzt bin ich frei, weil man die Deckel abschrauben kann. Das ist die höchste Form von Freiheit. Da ist der Deckel wahrscheinlich noch dran, ne? Ja. Dann habe ich aber hier mein Xovirax oder wie das heißt nicht dabei. Das brauchen Sie ja jetzt immer, weil Sie sich ja die Lippen auf... Es ist alles heller Wahnsinn. Ich will Freiheit vom Bildungsnotstand. Ich will nicht von Idioten regiert werden. Befreit mich davon. Ich will, dass ins Parlament nur noch Leute gewählt werden mit Berufserfahrung, mit abgeschlossenem Berufserfahrung und so weiter. Ich will, dass die Hauptstadtjournalisten wie ich, die Pfarrer und die Politiker gezwungen werden, ihre Kinder in Brennpunktschulen zu schicken. Ich will Freiheit von Brandmauern. Brandmauern haben nur Idioten, die keine Argumente haben. Die mauern sich ein.
Und ich will Freiheit von Angst und Panik. Angst und Panik, das sind Nazi-Methoden. Hermann Göring wurde in Nürnberg erstaunt von einem amerikanischen Richter gefragt, wie haben Sie es geschafft, Deutschland hinter sich zu bringen? Und daraufhin sagt Göring, unsere Erfolgsmethode war die Angst. Merken Sie, in welchen Zeiten wir sind? Freiheit zu. Freiheit zu. Wozu? Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, die Würde des Menschen. Und zur Würde des Menschen gehört, es gibt 2 Geschlechter und sonst nichts. Das ist die Würde des Menschen. Was wir brauchen, sind Kreuz- und Querdenker. So Leute wie Gustav Werner hier aus Metzingen und wie Gottlieb Daimler und Maybach und wie sie alle heißen. Kreuz- und Querdenker wie Bonhoeffer, der auf meine Nachbarschaft zeigte und sagte, wenn am Kurfürstendamm ein Autofahrer in die Menschenmenge rast, ist es nicht mein Auftrag, die Opfer zu beerdigen als Pfarrer, sondern dem Amokfahrer ins Lenkrad zu fallen. Das ist Kreuz- und Querdenker. Liebe Freunde, fallen wir diesen irren Lügnern und Verführern ins Lenkrad und retten wir, was wir noch retten können. Letztlich ist es das jüdisch-christliche Erbe, um das es geht. Das Abendland, natürlich. Und wenn den Bischöfen nichts anderes einfällt zum Koalitionsvertrag, als zu monieren, dass dort wörtlich das muslimische Leben in Deutschland nicht gewürdigt wird, dann frage ich mich, haben die alle den Verstand verloren? Liebe Freunde, Freiheit heißt Fakten gegen Fake. Wahrheit gegen Lüge. Unternehmer gegen Unterlasser. Die meisten Unternehmer nennen sich heute Unternehmer, obwohl sie eigentlich Unterlasser heißen müssen, weil sie nichts unternehmen. Sie sind die wahren Unternehmer, die hier sitzen und das Erbe von Daimler, Werner, Maybach von vor 200 Jahren. Wir brauchen keine Bedenkenträger. Wir brauchen Hoffnungsträger. Und Hoffnungsträger sind immer Träger der Wahrheit, Träger der Freiheit. Deshalb, meine lieben Freunde, die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden Generation Grund zur Hoffnung geben. Packen wir's an. Peter Hane hat es wieder getan. Er sagt laut, was Millionen denken, aber was im öffentlich-rechtlichen Rundfunk längst nicht mehr gesagt werden darf. Er redet nicht um den heißen Brei, er redet nicht wie ein Funktionär, er redet wie jemand, der dieses Land liebt und genau deshalb nicht mehr schweigen will. Wenn Hane davon spricht, dass Menschen diesem Land den Rücken kehren, dann ist das keine Schwarzmalerei, das ist Realität. Und jeder, der Augen im Kopf hat, sieht, hier läuft was grundlegend falsch. Er stellt eine Frage, die sich kaum jemand in Talkshows traut. Wer trägt Verantwortung für das, was passiert? Wer übernimmt Konsequenzen für das, was sie uns eingebrockt haben? Ob in der Migration, bei der Meinungsfreiheit oder der Zensur durch Moral und Medien. Und während sich viele in der Politik nur noch um ihre Karriere drehen, spricht Peter Hane über Freiheit, Wahrheit und den tiefen Wunsch nach einem echten Kurswechsel. Es ist kein Wutvertrag. Es ist ein Weckruf an alle, die noch Hoffnung haben, dass dieses Land sich nicht kampflos aufgibt. Peter Hane hat den Mut, den so viele in diesem Land verloren haben. Er spricht für die, die keine Stimme mehr haben. Und genau deshalb sollten wir solche Beiträge nicht nur anschauen, sondern teilen, kommentieren und sichtbar machen. Denn wenn wir immer nur schweigen, gewinnen genau die, die dieses Land gegen die Wand fahren. Also, wenn du willst, dass solche Stimmen nicht untergehen, dann lass ein Like da, abonnier den Kanal und schreib deine Meinung unten in die Kommentare.
Und wenn dir das Video wirklich was bedeutet hat, du kannst über den Button Supertanks auch direkt Danke sagen. Das hilft, damit solche Inhalte weiter entstehen können und nicht die Falschen lauter werden. Denn die Wahrheit braucht eine Plattform und keine Sendererlaubnis vom Staatsfunk. Bis zum nächsten Mal.